pushing my emotions. All these pictures in my head have got a reason not to tell you. I will let you guess instead. Seeing light in your eyes and the sun in your smile. Let's just sit and talk for a while. Seeing colors and flowers on the edge, and I try to catch myself, but I'm too far ahead now. Wir haben die Dschungelfahrt ein zweites Mal überlebt, ohne größeren Schaden, und sind jetzt auf dem Weg Richtung Quintana Roo. Das heißt, wir sind nicht hängen geblieben. Wir wären gerne hängen geblieben, aber ohne Wind macht es leider keinen Sinn. Also geht es heute weiter. Die Küste Quintana Roo werden wir etwas zügiger befahren, weil es uns ein bisschen zu touristisch ist und Stellplätze zu finden wird dort nicht ganz einfach sein. Deswegen machen wir einen größeren Bogen um Cancun und Playa del Carmen und suchen uns unser nächstes Plätzchen. Hoffentlich nochmal an einem schönen Beach, bevor es dann vielleicht wieder ein bisschen in Sonne geht. Mal schauen. But oh, I've got to say I've never had as many trouble finding ways to get away. Seeing peace in your Gestern war mal wieder einer der Tage, wo man so ein bisschen den Reisekoller kriegen kann. Wir haben nämlich extra im Chedraui parkiert, damit wir morgens früh nach Punta Allen fahren können. Ein Naturreservat, das ziemlich weit draußen liegt und wo man zuerst einmal quer durch die Touristen von Tulum durch muss. Das haben wir vorgestern bereits gemacht, am Nachmittag. Keine gute Idee. Deshalb haben wir entschlossen, machen wir das morgens früh. Dann haben wir unsere Ruhe, haben den Weg für uns, weil die Straße ist ziemlich weit, eng und hat tiefe Schlaglöcher. Leider haben wir allerdings verschlafen. Wir wollten nämlich zuerst noch das neue YouTube-Video hochladen. Anstatt der üblichen 30 Minuten hat das dann halt 4 Stunden gedauert. Zu spät, um loszufahren. Wir haben noch ein bisschen die Gegend angeschaut, einen Platz gesucht, wo man den Tag verbringen kann. Leider erfolglos, bis wir so genervt waren ab dem ganzen Tourismus, dass wir einfach weitergefahren sind. Jetzt sind wir 200 Kilometer weiter südlich gelandet, schon fast an der Grenze zu Belize, nämlich in Bacalar, an einer wunderschönen Lagune, hatten eine wunderbare Nacht, ein herrliches Plätzchen wieder hier. Das ist das Mexiko, wie es uns wieder gefällt, und mal schauen, was der Tag heute so bringt. Die ganze Küste Quintana Roo, Riviera Maya ist bestimmt ein wunderschönes Fleckchen, wenn man einfach 3 Wochen Urlaub von zu Hause verbringen will. Aber mit einem Expeditionsmobil, wie wir es haben, mit dieser Größe, macht es keinen Spaß. Es hat kaum Stellplätze, es ist 3-mal so teuer wie sonst überall. Also uns gefällt es hier nicht so gut. Deswegen sind wir bereit für ein neues Kapitel. So breathe, 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 darling, you can make my love your home, make my love your home, and please, 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 darling, do, if you can be right, make my love your home. Hier an der Laguna de Bacalar sind wir bereits am 3. Übernachtungsplatz angekommen. Gestartet haben wir ganz oben im Norden. Jetzt sind wir im Süden und wirklich im Paradies angekommen. Ein wunderschöner Platz, direkt am herrlich klaren azulblauen Wasser. Ein kleiner Traum. Und heute sind wir aufgestanden, um den Sonnenaufgang zu schauen. Die Sonne sollte bald aufgehen, wir sind noch ein bisschen müde. Unser Kaffee hilft uns vielleicht auf die Sprünge. Und Sandro versucht das Ganze jetzt mal von oben für euch einzufangen. Er ist auch noch ein bisschen müde. Und neben unserer Kajaktour, die wir gestern gemacht haben zu den Los Rapidos, haben wir den ganzen Nachmittag mal hier relaxed, gebadet, 1-2 Bierchen getrunken und einfach die Stimmung am Wochenende genossen. So breathe, 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 darling, you can make my love your home, make my love your home, and please.
Die letzten Stunden, nein Minuten hier im Paradies von Bacalar haben begonnen. Heute machen wir uns auf zur Grenze nach Belize, wo wir versuchen, unser Visa zu verlängern. Wir haben bei der Einreise 180 Tage erhalten. Ende Januar sind diese um und da wir Richtung Baja de California in den Norden hinaufreisen wollen, bleibt uns nichts anderes als irgendwo unser Visa zu verlängern. In Belize wird das sehr wahrscheinlich eine schwierige Aktion werden, weil man eigentlich das Land verlassen muss für 3 Tage. Trotzdem, wir versuchen es, ohne dass wir die Grenze überschreiten müssen. Wer weiß, vielleicht klappt es ja. Wenn dies nicht funktioniert, ist die einzige Option via Guatemala. Das heißt, wir haben eigentlich keine Ahnung, was uns die nächsten Tage erwarten wird, in welche Richtung wir fahren werden. Klar ist eigentlich nur, dass es Richtung Norden geht, dass wir irgendwo unser Visa verlängern müssen und dass es an der Zeit ist für ein neues Kapitel. Es geht langsam los. Wir sind kurz vor Belize, 1-2 Kilometer. Hier sieht es nach der ersten Kontrolle aus und wir gehen jetzt mal checken, ob wir hier irgendwo unsere 180 Tage neu erhalten oder ob wir jetzt so richtig Probleme kriegen. Weil wir sind schon fast über dem Boden. Aber wie wir sehen. Hier informiere ich euch jetzt, wie es gelaufen ist. Ja, wir haben 180 Tage neu erhalten. War kein Problem, war wirklich kein Problem. Einziger Punkt ist, wir müssen ein bisschen Schmiergeld zahlen. Wie viel erzählen wir hier nicht? Es ist viel Geld, aber ich habe keine Sorgen mehr das nächste halbe Jahr. Let's go! Lass uns Mexiko ein weiteres Mal entdecken. Die Alternative wäre gewesen, nach Belize einzureisen und Belize Guatemala mitzunehmen auf den Weg in den Norden. Ein weiter Umweg, den wir eigentlich nicht unbedingt machen wollen. Also wir möchten schon, aber man kann nicht alles haben. Es gibt andere Sachen, die uns wichtiger sind. Und aus diesem Grund haben wir darauf verzichtet und sind froh, haben wir jetzt unser Visa erneuert. Die Inspektion haben wir auch überstanden. Irgendwo im Nirgendwo mussten wir die Türen öffnen. Die jungen Herren sind eingestiegen, haben jede Schublade geöffnet. Was sie gesucht haben, wahrscheinlich Drogen. Keine Ahnung, aber sie haben eingesehen, wir sind nur Touristen mit einem rollenden Zuhause. Wir dürfen weiterfahren. Nach einem erfolgreichen Visa-Run sind wir noch rund 6 Stunden, knappe 400 Kilometer weitergefahren, bis es langsam anfing einzudunkeln und unser Grundsatz lautet nach wie vor, wir fahren nicht bei Nacht. Da es irgendwie gerade keinen Platz hatte zum Übernachten, sind wir hier bei einer Ranch zugefahren, haben gefragt, ob wir hier übernachten dürfen. Die Ladies waren nicht so begeistert, haben dann aber Chefe gefragt hier, welche dann mit einem Cowboy-Hut und per Pferd angaloppiert kam und sagte, kein Problem, fühlt euch wie zu Hause. Hier sind wir nun, übernachten und morgen geht es weiter Richtung Villa Hermosa. Every color that's attached, she paints pictures blue and green, and I release them to the sea for the ancient memories. Ich nutze die Zeit während dem Fahren oft, um meine Spanischkenntnisse zu verbessern. Neuer Wortschatz ist extrem wichtig. Ohne Spanisch geht in Mexiko leider nicht allzu viel. Obwohl leider, eigentlich ist es ja gut. Mir macht es Spaß, Spanisch zu lernen und ja, geht vorwärts. Every color that's attached, she paints pictures blue and green, and I release them to the sea for the ancient memories. Just as fleeting as a breeze, she paints pictures blue and green. Gestern haben wir 450 Kilometer geschafft. Wir haben die Bundesstaaten Veracruz, Chiapas, Tabasco, alle durchkreuzt. Ja, eine ziemlich lange, anstrengende Fahrt. Geschlafen haben wir auf einer Tankstelle, weil wir kurz vor dem Eindunkeln nichts mehr Besseres gefunden haben. Aber auch das war eine einigermaßen angenehme Nacht. Und heute geht es weiter, einmal quer durch Mexiko durch, von der Golfküste an die Pazifikküste.
Nach 3 Tagen Fahrt, über 1000 Kilometer, sind wir angekommen. Wir sehen den Pazifik und freuen uns, heil angekommen zu sein. Pazifik, here we are. Sieht ganz anders aus hier die Umgebung. Die ersten Kakteen, hinter uns die Gebirgskette von Oaxaca, wo es dann später hingeht. Ja, macht Vorfreude. Willkommen an der windigen Küste des Pazifiks. Kiten ist hier leider nichts, weil der Wind ablandig ist. Es ist eher Sandsturm-Feeling hier, aber ja, wir genießen es trotzdem. Ist was ganz Neues für uns und darauf stoßen wir an. Und was wir übrigens schon lange mal sagen wollten, Corona ist für uns hier in Mexiko wieder ein Bier und keine Pandemie. Every color that's attached, she paints pictures blue and green. And I release them to the sea, for the ancient memories. Just as fleeting as a breeze, she paints pictures blue and green. And I release them to the sea. Was für ein Privileg, wenn man morgens mit dieser Stimmung erwachen darf. Wir sind am Pazifik und hatten heute Morgen einen spektakulären Sonnenaufgang und das am Pazifik. Doch wir sind hier in einer kleinen Bucht, die gegen Osten ausgerichtet ist. Weshalb wir den Sonnenaufgang und auch den Sonnenuntergang mit herrlichen Farben gestern Abend bestaunen durften. Eigentlich wollten wir ja relativ schnell ins Inland, in die Berge von Oaxaca. Doch die Küste hier ist so atemberaubend mit kilometerlangen Stränden, den Bergen hinten dran und einfach keine Menschenseele. Ja, dass wir uns entschieden haben, noch ein paar Tage hier die Küste zu exploren und dann langsam ins Inland zu fahren. Der einzige Nachteil ist, dass es extrem heiß ist. Wir haben jetzt morgens um 8 und die Temperaturen sind schon fast wieder unerträglich. Und das im Winter. Keine Ahnung, was sie hier im Sommer machen. Wir genießen jetzt auf jeden Fall mal den Tag. How we lay in the sunset, white out in June. Her body sings, and I join the tune. All the sirens calling, crows leave their trees. Wir haben einen kurzen Abstecher nach Playa Grande gemacht, um zu frühstücken. Per Zufall ist dann auch gleich das Fischerboot gestrandet mit einem gigantischen Fang. Also das Boot war voller Fische, voller Makrelen. Wir haben ihm geholfen, das Boot auf den Sand hochzuschieben. Als Dank wollte er uns einen Fisch schenken. Wir haben als Gegendank dann 3 gekauft. Heute gibt es also lecker Fisch vom Grill. How we lay in the sunset, white out in June. Her body sings, and I join the tune. All the sirens calling, crows leave their Direkt vor unserem Fahrzeug haben letzte Nacht die Turtles ihre Eier gelegt. Wir haben sie jetzt 2-mal versucht, lange aufzubleiben und in der Nacht zuzuschauen, wie die Turtles aus dem Wasser kommen, den Strand hochkrabbeln und ihre Eier vergraben. Einmal sind wir wirklich bis morgens um 2, halb 3 wach geblieben, doch kein Glück. Natürlich am nächsten Tag dann wieder die Spuren und diesmal direkt vor unserem Fahrzeug. Ja. Irgendwann erwischen wir sie schon noch und können das Spektakel begutachten. Die Turtles hier legen übrigens so zwischen 100 bis 120 Eier. 2 Monate brauchen sie dann, bis die Kleinen schlüpfen und sich zurück auf den weiten Weg ins Meer machen. Nach vielen wunderschönen Wochen, Nächten an Beaches, an vielen verschiedenen Beaches, geht es endlich heute los. Wir gehen weiter nach Oaxaca und werden dort genießen, was wir schon lange nicht mehr hatten. Sehr wahrscheinlich ein bisschen kühlere Temperatur. Genau, der Sand ist rausgewischt, die warmen Kleider sind bereit und wir sind es auch. Wir freuen uns auf neue Abenteuer. I release them to the sea for the ancient memories.
just as fleeting as a breeze. She paints pictures blue and green.